Heute geht es mal wieder um Gadgets zum Motorradfahren. Hallo bei Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und heute geht es nicht nur um einen Diebstahlschutz. SysApp hat mir freundlicherweise seinen neuesten Echtzeit-GPS-Tracker Nova zum Testen für meinen nächsten Motorradurlaub bereitgestellt. Wo die großen Unterschiede zu meinen bisherigen GPS-Tracker SysApp Max liegen und ob sich ein Kauf lohnt, erfährst du in diesem Video. Warum ich überhaupt seit mehr als 2 Jahren mittlerweile nun in 2 Motorrädern GPS-Tracker verbaut habe, habe ich ja schon einmal in meinem Video, das ich oben nochmals verlinkt habe, erläutert. Ein Blick in die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, der Trend der Diebstähle geht leider weiter nach oben. Im Schnitt verschwinden also jede Woche etwa 560 Maschinen. Besonders heftig ist die Lage in den Großstädten wie Berlin und Bremen. Und wenn das Motorrad einmal weg ist, stehen die Chancen eher schlecht. Nur etwa 40–50% tauchen überhaupt wieder auf. Noch schlimmer als in Deutschland ist es sogar in Frankreich, Italien und Großbritannien. Die Versicherungen schlagen mittlerweile Alarm. Was kann man dagegen tun und was hilft? Es gibt keinen 100%igen Schutz. Wir sind bisher ganz gut mit einer Kombination aus Technik und gesundem Menschenverstand zurechtgekommen. Das hat sich bisher in Großstädten wie in Berlin, London, Neapel genauso bewährt wie im gesamten Balkan und anderen Ländern. An Technik nutzen wir neben dem Lenkradschloss und der Wegfahrsperre zusätzlich mechanische Sicherungen wie Ketten- und Bremsscheibenschlösser und natürlich unsere GPS-Tracker, die mehr als nur Telefonwarnanrufe bei Fahrzeugbewegungen ausgeben können. Heute schauen wir uns mal an, was im Bereich Diebstahlschutz aktuell geht. Genauer gesagt nehme ich den neuesten elektronischen Premium-GPS-Tracker von SysApp unter die Lupe und vergleiche für dich die beiden Modelle Max und Nova. Der Markt ist inzwischen echt unübersichtlich geworden. Überall irgendwelche Tracker, günstige Lösungen und dann gibt's auch noch die Meinung, ein AirTag reicht doch völlig aus. Ganz ehrlich. Genau das haben wir selbst ausprobiert. Wir hatten auf unseren Motorrädern Apple AirTags montiert, um den Transport von München nach Malaga zu tracken. Klingt erst einmal clever, war's aber nicht. Das Ergebnis? Unzuverlässig, ungenau und im echten Einsatz eigentlich nicht zu gebrauchen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Jeder, auch ein potenzieller Dieb, wird auf seinem Smartphone darauf hingewiesen, dass sich ein Tracker in der Nähe befindet. Das ist natürlich komplett kontraproduktiv. Wenn du also wirklich Wert auf Datenschutz legst, eine präzise und zuverlässige Ortung willst und zusätzliche Features wie Unfallerkennung, Fahrzeugüberwachung oder Fahranalysen nutzen möchtest, dann bewegst du dich automatisch im Premium-Segment. Und genau da trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur wenige Anbieter liefern wirklich überzeugende Hardware, kombiniert mit einer starken App und sinnvollen Auswertemöglichkeiten.
Beide GPS-Tracker von SysApp, also sowohl das Modell Max als auch das Modell Nova, kommen in einem kompakten, spritzwassergeschützten Gehäuse und bieten im Grunde die gleichen Funktionen. Schon kleinste Bewegungen am Fahrzeug oder das Trennen des Batterieanschlusses lösen sofort einen entsprechenden Alarm aus. Diese Alarme kannst du individuell konfigurieren, zum Beispiel als Telefonanruf, per SMS, als Push-Meldung oder als Statusanzeige direkt in der App. Die SysApp Pro App ist für beide Modelle identisch und mittlerweile bereits in der Version 5.3 verfügbar. Man merkt also, die App wird regelmäßig aktualisiert und immer wieder mit neuen Funktionen erweitert. Die GPS-Ortung läuft in Echtzeit und ist bis auf wenige Meter genau. Besonders praktisch, den Standort kannst du per Link mit Freunden teilen. Dabei lässt sich sogar festlegen, ob die Position live oder mit einer bestimmten Verzögerung übertragen wird. So können andere deine Reisen in einem Portal verfolgen, ohne dass du ständig Updates schicken musst. Ein weiteres starkes Feature ist die Unfallerkennung. Wenn die Sensoren eine Unfallsituation erkennen, meldet sich SysApp automatisch bei der hinterlegten Telefonnummer und übermittelt die Standortdaten. Da die Tracker direkt mit der Fahrzeugbatterie verbunden werden, überwachen sie zusätzlich auch den Ladezustand der Batterie. Gerade bei längeren Standzeiten im Winter ist das ziemlich hilfreich. Ein schöner Nebeneffekt der permanenten Ortung ist, dass deine gefahrene Strecke, deine Pausen und optional Beschleunigungswerte und Geschwindigkeiten automatisch aufgezeichnet werden. Den Track kannst du später unter anderem als GPS-Datei herunterladen und weiterverwenden. Sehr nützlich finde ich auch die Geofence-Funktion. Dabei legst du ein bestimmtes Gebiet fest, zum Beispiel deine Garage. Erst wenn das Motorrad diesen Bereich verlässt, wird ein Alarm ausgelöst. So bekommst du nicht ständig Warnmeldungen, nur weil du das Bike in der Garage bewegst. Für mich ein echt praktisches Feature. Und noch ein kleines Extra: SysApp kann dich auch an hinterlegte Termine erinnern, zum Beispiel an TÜV, Versicherung oder Wartung. Das ist vielleicht kein riesiges Feature, aber im Alltag echt angenehm. Doch wo unterscheiden sich die beiden Produkte eigentlich? Schauen wir uns die wichtigsten Unterschiede zwischen SysApp Max und SysApp Nova einmal genauer an. Beim bisherigen SysApp Max erhältst du mit dem Kauf eine lebenslange Soft- und Hardware-Lizenz. Dazu gehört zum Beispiel auch die Nutzung der integrierten SIM-Karte. Das heißt, einmal kaufen und dauerhaft nutzen. Beim neuen SysApp Nova ist das etwas anders gelöst. Hier ist der Einstiegspreis zunächst etwas niedriger, dafür ist die Lizenz für die nächsten 5 Jahre enthalten. Nach Ablauf dieser Zeit kann die Lizenz dann für weitere 5 Jahre verlängert werden. Preislich liegen beide Modelle aktuell relativ nah beieinander. Mit dem 15% Rabattcode Ride On With Friends kostet der SysApp Max derzeit 276 €. Der neue SysApp Nova liegt im Early Bird Angebot bei 265 €. Die Lizenzverlängerung für den Nova kostet nach 5 Jahren dann 149 € für weitere 5 Jahre. Der große Vorteil des neuen Nova liegt allerdings in der Technik. Er nutzt die neueste verfügbare Technologie, ist kompakter gebaut, hat eine längere Batterielaufzeit und verbraucht weniger Strom. Außerdem ist der Nova jetzt auch für Elektrofahrzeuge geeignet. Kurz gesagt, der Max ist interessant, wenn du eine dauerhafte Lizenz ohne spätere Verlängerung möchtest. Der Nova punktet dagegen mit moderner Technik, kleineren Abmessungen und besserer Effizienz.
Ich habe mir verschiedene Lösungen im Bereich GPS-Tracker angeschaut und dabei die Kosten den angebotenen Funktionen gegenübergestellt. Also im Grunde habe ich mir die Frage gestellt, was bekommt man für sein Geld? Der Vollständigkeit halber nehme ich auch den Apple AirTag mit auf. Mit rund 35 € ist er zwar die günstigste Lösung im Sinne eines echten Diebstahlschutzes, aber auch die schwächste Variante. Dafür ist er eher als Schlüsselfinder oder als zusätzliche kleine Absicherung geeignet. Dann findet man in diversen Portalen auch einen günstigen GPS-Tracker aus Holland. Wer eine einfache Lösung sucht und keinen großen Wert auf eine besonders übersichtliche App oder ein deutsches Handbuch legt, kann damit durchaus gut bedient sein. Das System ist akkubetrieben und kommt ca. 100 Tage ohne Stromversorgung aus. Für meine Motorräder hat die Größe des Trackers allerdings nicht optimal gepasst, der eher für Autos entwickelt wurde. Trotzdem, man bekommt hier eine günstige und solide Lösung ohne Abo-Vertrag. Auf Motorradmessen und in verschiedenen YouTube-Kanälen sieht man außerdem ein deutsches Unternehmen, das ähnlich wie SysApp im Premium-Bereich unterwegs ist. Dort gibt es GPS-Tracker mit Batterie- oder OBD-Anschluss und auch die Funktionen sind wirklich stark. Der Einstiegspreis wirkt zunächst günstiger, allerdings kommt ein jährliches Abonnement dazu. Über mehrere Jahre gerechnet wird diese Lösung dadurch deutlich teurer. Noch kostspieliger ist ein weiterer Anbieter aus Litauen, der ebenfalls auf ein Abo-Modell setzt. Interessant ist hier der zusätzliche Funkschlüssel. Befindet sich dieser Schlüssel in der Nähe des Sensors, wird kein Alarm ausgelöst. Für mich persönlich ist das eher unpraktisch, weil man damit wieder ein zusätzliches Teil dabei haben muss, das man im Zweifel auch verlieren kann. Die Sensoreinheit selbst ist rein akkubetrieben und soll bis zu einem Jahr durchhalten. Unterm Strich sieht man ganz gut, es gibt viele Lösungen am Markt, von sehr günstig bis ziemlich teuer. Aber gerade beim Motorrad zählt für mich nicht nur der Preis, sondern auch die Alltagstauglichkeit. Wie gut lässt sich der Tracker verstecken? Wie zuverlässig ist die App? Gibt es klare Alarme und wie hoch sind die echten Kosten über mehrere Jahre? Für mich deshalb ist nicht nur der Kaufpreis entscheidend, sondern das Gesamtpaket aus Sicherheit, Bedienung, Einbaugröße, laufende Kosten und Vertrauen in die Technik. Und da habe ich mich vor Jahren schon für SysApp entschieden. Ich selbst kann inzwischen auf mehr als 2 Jahre Erfahrung mit dem SysApp Max zurückblicken. Den neuen SysApp Nova nutze ich zwar erst seit rund einem Monat, werde ihn aber in der kommenden Saison auf meinen Touren sehr intensiv testen. Die Vorteile des neuen Produkts liegen für mich klar auf der Hand. Der Nova ist schneller, kleiner und effizienter und das bei im Grunde gleicher Funktionalität wie beim Max. Natürlich weiß niemand, was in 5 Jahren ist. Der Markt der GPS-Tracker-Anbieter verändert sich ständig. Es kann also durchaus sein, dass man heute eine lebenslange Lizenz kauft, aber irgendwann das System abgeschaltet wird oder der Anbieter sogar ganz vom Markt verschwindet. Genau deshalb würde ich persönlich immer auf einen europäischen Premium-Hersteller setzen, der sich an die Datenschutzgesetze hält und langfristig Vertrauen schafft. Außerdem muss man ehrlich sagen, wenn man davon ausgeht, dass es in 5 Jahren sowieso wieder neue Technologien gibt oder GPS-Tracker vielleicht sogar direkt ab Werk in vielen Fahrzeugen verbaut sind, dann spielt natürlich auch der aktuelle Preis eine wichtige Rolle. Und hier genau wird der SysApp Nova für mich interessant. Durch den aktuellen Early Bird Preis ist er in den ersten 5 Jahren günstiger als der Max. Gleichzeitig bekommt man die neueste Technik, kleinere Abmessungen, geringeren Stromverbrauch und die gleiche starke Funktionalität.
Ja, ich befinde mich hier auf einem der Trans-Bavaria Trails und teste gerade die SysApp aus. Bin mal gespannt, was die denn so alles aufzeichnet, aber hierzu später mehr.